Achterbahn-Action ohne Ende oder doch lieber den entspannten Tagesausflug? Wenn du dieses Jahr nach Leipzig in den Freizeitpark Belantes willst, stellst du dir garantiert eine Frage: Abenteuerpass oder normale Tageskarte? Der Abenteuerpass klingt im ersten Moment mega verlockend, quasi die Flatrate für den Park. Aber lohnt sich das Teil wirklich für jeden? Oder ist die klassische Tageskarte am Ende doch die schlauere und günstigere Wahl für dein Portemonnaie? Wir rechnen das heute mal ganz genau durch. Wir schauen uns die versteckten Vorteile, die Preise und die Fragen an, wie oft du überhaupt hinfahren musst, damit sich der Pass auszahlt. Also Schnalle festziehen, Arme nach oben, los geht's mit dem ultimativen Belantes-Vergleich. Hallo, ich bin heute, wie ihr sehen könnt, im Belantes, und wenn ihr in der Nähe von Leipzig seid oder auch ins Belantes kommen wollt, überlegt euch mal, ob ihr euch eine Tageskarte holt oder den Abenteuerpass. Denn Vorteile beim Abenteuerpass ist, bereits ab dem zweiten Mal lohnt sich der Besuch hier im Belantes. Deswegen die Frage, ob Abenteuerpass oder Tageskarte, beantworte ich dir jetzt. Kommen wir zum ersten wichtigen Punkt: Anreise und Parken. Wer mit dem Auto anreist, muss natürlich die Sprit- und Fahrtkosten auf dem Schirm haben. Wir rechnen für die Fahrt ganz realistisch mit einer Pauschale von 35 Cent pro Kilometer. Bei einer beispielhaften Strecke von 20 Kilometern sieht die Rechnung so aus: 20 Kilometer mal 35 Cent mal 2 für die Hin- und Rückfahrt. Macht genau 14 Euro für den Weg, dazu kommen noch die Parkgebühren direkt am Park von 5 Euro für den ganzen Tag. Das macht für den Posten Anreise und Parken insgesamt 19 Euro am Tag. Weiter geht es mit dem größten Faktor, dem Eintritt. Hier gibt es nämlich massive Preisunterschiede, je nachdem wie ihr bucht. Das normale Tagesticket kostet euch online schlanke 29 Euro, je früher ihr bucht. Wer allerdings spontan vor Ort an der Tageskasse kauft, zahlt heftige 42 Euro. Und genau hier kommt die Alternative ins Spiel: der Abenteuerpass. Für diesen Pass zahlt ihr einmalig 79 Euro und könnt damit die gesamte Saison über in den Park. Aber das ist noch nicht alles, denn der Pass bringt echte Vorteile mit sich. Erstens, keine Sperrtage, ihr könnt also wirklich täglich rein. Zweitens, 10% Rabatt auf Gastro und Merchandise. Drittens, 50% Rabatt auf bis zu 4 Tagestickets in der Saison für Freunde. Viertens, bis zu 50% Rabatt auf Tickets in Partnerparks. Und fünftens, weitere Rabatte bei vielen anderen Partnern abseits von Freizeitparks. Schauen wir uns das Ganze mal runtergebrochen an. Der Eintritt gerechnet auf die Attraktion. Im Belantes gibt es ungefähr 20 Attraktionen, die für Erwachsene nutzbar sind. Wenn wir jetzt die verschiedenen Ticketpreise, also Online, Kasse und Abenteuerpass, durch diese 20 Attraktionen teilen, dann landen wir bei einer einmaligen Nutzung pro Attraktion beim Online-Ticket bei 1,45 Euro, beim Kassenticket bei 2,10 Euro und beim Abenteuerpass bei einer einmaligen Nutzung logischerweise bei 3,95 Euro. Das zeigt aber auch die rasche Schlussfolgerung: ein Tag im Belantes kann unterm Strich günstiger sein als ein Besuch auf der Kirmes. Ein wichtiger Faktor fehlt noch: Essen und Getränke im Park. Hier gibt es je nach Themenwelt ganz unterschiedliche Essensangebote. Die Preise pro Mahlzeit bewegen sich meistens im Rahmen von 6 bis 16 Euro. Rechnen wir das alles mal für die Endrechnung zusammen. Anreise und Parken machen pro Person, wenn man teilt, etwa 8 Euro. Wenn ihr den Abenteuerpass 3-mal nutzt, kostet euch der Eintritt pro Tag heruntergebrochen 26,33 Euro. Rechnen wir noch Essen, Kaffee und ein Eis mit ca. 25 Euro dazu, landen wir bei insgesamt 59,33 Euro pro Tag. Oder anders ausgedrückt, das sind gerade einmal 2,96 Euro pro Attraktion, wenn ihr jede davon genau einmal nutzt. Hier noch 2 schnelle Spartipps. Erstens, bringt euch eure Verpflegung einfach selbst mit in den Park. Und zweitens, bildet Fahrgemeinschaften, um euch die Anreise- und Parkgebühren aufzuteilen. Die große Frage bleibt also: Wann lohnt sich der Abenteuerpass wirklich? Ganz einfache Antwort: ab dem 3. Besuch, denn ab dann fahrt ihr mit dem Pass günstiger als mit jedem einzelnen Online-Ticket. Und nun zum Fazit. Was lohnt sich jetzt mehr? Die Jahreskarte, also der Abenteuerpass,
oder das Tagesticket. Es kommt darauf an, wenn du den Park einmal in der Saison besuchen möchtest, dann natürlich ganz klar das Tagesticket. Das kannst du dir auch online holen, wenn du es vorholst, ist es auch am günstigsten. Für Leute, die den Park öfters besuchen möchten, wenn sie hier Urlaub machen oder einfach hier in der Gegend auch in der Umgebung wohnen, dann macht der Abenteuerpass natürlich wesentlich mehr Sinn. Weil du kannst ihn öfters nutzen, du kannst eben dann auch sehr oft hierher kommen, kannst den Tag auch genießen im Park oder die Momente. Und vor allem mit dem Abenteuerpass hast du ja auch in ganz vielen Partnerparks Rabatte und Prozente. Deswegen lohnt sich der Abenteuerpass, wenn du mehrere Freizeitparks im Jahr besuchen möchtest, die auch günstiger sind. Dann holt ihr natürlich den Abenteuerpass. Wir waren jetzt in der Woche im Urlaub, wie gesagt, wir haben uns den Abenteuerpass geholt, waren jetzt in der Woche 3-mal in Belantes und für uns hat es sich auf jeden Fall rentiert, diese Karte zu holen, weil wir auch mit Freunden hier waren und die haben ja auch ein bisschen Rabatt dadurch bekommen. Deswegen, wenn du mit Freunden unterwegs bist, für eine Woche hier oben in Leipzig in der Gegend, dann holt einer sich einen Abenteuerpass oder 2 Leute und dann rentiert sich die ganze Sache auch. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr hier seid und wollt öfters hierher kommen, dann holt euch einen Abenteuerpass, weil nicht nur ihr bekommt Rabatte, auch Freunde und Familie kommen in den Park günstiger. Deswegen meine Empfehlung, Abenteuerpass bei mehreren Besuchen definitiv. Und jetzt interessiert mich eure Meinung. Habt ihr schon den Abenteuerpass oder reicht euch das Online-Ticket? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch der Vergleich geholfen hat, lasst super gerne ein Like da und drückt auf Abonnieren, um kein Freizeitpark-Duell oder weitere Infos über Freizeitparks zu verpassen. Und wenn ihr direkt wissen wollt, wie es im nächsten Park aussieht, hier geht es direkt weiter zum Freizeitpark Bloen. Dort checken wir nicht nur eine echte Weltneuheit aus, sondern nehmen euch mit durch den kompletten folgenden Tag im Park. Also draufklicken und wir sehen uns drüben. Macht's gut, bis gleich.